Hallo liebe Modellauto-Freunde, heute stelle ich euch mal was Goldenes vor. Und zwar ist es der Maybach 57 in der goldenen Edition, der limitierten goldenen Edition oder braun-goldenen Edition von der Firma AutoArt in Maßstab 1:18. Und wie gesagt, das ist die Verpackung und ich würde sagen, ich stelle ihn jetzt gleich mal hier hin, denn ich habe schon ausgepackt. So Leute, hier ist der Wagen ausgepackt und ihr könnt schon sehen, es ist wirklich das limitierte Modell Maybach 57, sehr selten und ich bin froh, dass ich den gefunden habe. Den habe ich jetzt zwar schon seit knapp einem Jahr, aber es hat trotzdem sehr viele Jahre gedauert, bis ich den hatte, genauso wie den Maybach 62, den ich natürlich auch schon vorgestellt habe. Link dazu in der Beschreibung und im i. Guckt euch das an, das sind zwei wirklich fantastische Autos. Ich bin sehr froh, diese haben, wirklich auch sehr rar. Jeder Mercedes-Sammler bzw. der Maybachs gut findet, ja, wird wahrscheinlich diese Modelle kennen und auch besitzen wollen, wenn er sie nicht schon hat. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal den besten Teil bzw. den markantesten Teil eines Maybachs an. Beziehungsweise eigentlich ist das eine andere Sache, aber dazu komme ich gleich. Und zwar hier die Front. Sieht meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus. Relativ groß, nicht auftragend, eher stilvoll. Ja. Hier der Chromkühlergrill sieht natürlich wirklich sehr, sehr, sehr stylisch aus, beziehungsweise elegant, um das mal passend zu sagen. Und natürlich vorne das Maybach-Emblem. Muss natürlich auch drauf, diese markanten Lichter von Maybach damals. Und wenn man genau hinguckt, kann man natürlich auch ein bisschen Mercedes erkennen. Ja. Heutzutage gibt es ja die, ich sag mal, es sind ja keine Ur-Maybachs mehr, sondern das sind eher so Produktlinien wie AMG ja auch. Ja, Maybach, Mercedes AMG und jetzt halt Mercedes Maybach. Ich habe natürlich auch neue vorgestellt, Link dazu, auch Beschreibung oder natürlich als Playlist hier oben im i verlinkt. Schaut euch das auch mal an, das lohnt sich auch auf jeden Fall. Also es ist nicht, dass ich so sage, die neuen Maybachs finde ich alle hässlich. Das ist es auf gar keinen Fall. Die haben alle ihre Vorzüge, nur das sind dann halt die originalen Teile. Schauen wir uns die Seite an. Und die ist natürlich sehr markant und sehr typisch, diese zweigeteilte Linie. Das hat meiner Meinung nach, beziehungsweise ich habe das irgendwann mal gelesen in einem bekannten Autoheft oder Automagazin. Und zwar, da war ich noch sehr jung, ist mir das im Gedächtnis geblieben, und zwar mit der Überschrift My Home is my Castle, und da wurde der Maybach 62 vorgestellt. Und der hatte ebenfalls dieselbe Farbkombination. Hier diese Doppelstreifen bzw. die Doppelfarbkombination ist aufgrund von designtechnischen Aspekten. Wenn man das nämlich einfarbig gemacht hätte, wäre das Ganze zu plump rübergekommen. So habe ich das damals gelesen. Weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht, weil es gibt ja auch, man hat ja wahrscheinlich auch welche mal gesehen, also ich zumindest habe welche gesehen, die auch einfarbig sind, sieht auch gut aus. Ebenfalls habe ich auch einfarbig schon vorgestellt, den weißen 1:43 Maybach 57. Ja, auch natürlich eine Playlist dabei. Ansonsten sieht das alles sehr edel aus, gerade in dieser Farbkombination gefällt mir der Wagen eigentlich am besten, genauso wie der 62er. Die Felgen passen auch wunderbar zum Fahrzeug. Und das fühlt sich übrigens auch sehr edel an. Also jetzt mit Handschuhen natürlich nicht, aber so, wenn du es mal ohne Handschuh anfasst, das fühlt sich irgendwie sehr, sehr wertig an. Schauen wir uns das Heck an. Und das ist auch sehr stilvoll und markant. Gerade hier die lange durchgezogene rote Bremslichtlinie. Es sieht wirklich sehr, sehr sexy aus, finde ich. Dazu das Maybach-Emblem. Diese Form des Kofferraums passt einfach wunderbar zu dem ganzen Fahrzeug. Hier können wir noch sehen, im Innenraum hängen noch Vorhänge. Passt auch für die Privatsphäre. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal den Kofferraum an. Ja, also hier innen drin mit Teppichimitat verkleidet. Kann man machen. Die Motorhaube hält leider nicht mehr von alleine. Wie gesagt, der Wagen ist schon relativ alt und lang auf dem Markt. Ich habe ihn auch gebraucht gekauft. An der Stelle noch einen schönen Gruß nach Stuttgart. Du weißt bestimmt, wer gemeint ist, falls du das Video guckst. Und ja, das ist wie gesagt der Kofferraum. Nicht großartig spektakulär, aber passt zum Wagen. Genauso habe ich euch vergessen noch zu zeigen den Motorraum. So, hier. Und der hält. Oder die Motorhaube hält, und wir können sehen hier das sehr große Aggregat, sehr detailliert ausgearbeitet hier von AutoArt.
gefällt mir auf jeden Fall äußerst gut. Hier können wir noch die Batterie erkennen. Und ja, hier das Maybach-Emblem sieht klasse aus, der ganze Motorraum. Ja, das war damals übrigens noch Autoart mit Metallmodellen, ja, so wie ich sie am liebsten mag und viele natürlich auch meiner Zuschauer, das weiß ich. Wer jetzt gar nicht weiß, wo der Unterschied ist zwischen den neuen Resin und Diecast, der sollte sich mal ein Video anschauen. Ich habe das natürlich auch schon mal besprochen, das Thema, natürlich auch hier im i oder in der Beschreibung verlinkt. Diecast vs. Resin oder Resin vs. Diecast. Ich präferiere auf jeden Fall Metallmodelle und ich würde sagen, wir schauen jetzt auch mal direkt in den Innenraum rein. So, schauen wir uns mal den Fahrerbereich an und der ist hier, wie man sehen kann, auch sehr edel. Die Mittelkonsole ist im schönen Wurzelholz gehalten, auch der Mittelstreifen der Konsole am Armaturenbrett, ja, das Lenkrad, Wurzelholz, hier in der Tür auch wirklich sehr schön gemacht. Gefällt mir wirklich sehr gut, alles sehr hochwertig. Der Fußraum ist mit Teppichimitat verkleidet. Ja, hier im Display kann man natürlich schon die Tacho-Anzeige erkennen. Sieht auch sehr detailliert und schön aus. Die Pedale kann man erkennen. Also ist wirklich schön. Und ja, Schiebedach hat der Wagen auch. Das kann man aber leider nicht öffnen. Und hier das Fond, wie wir sehen können, auch ähnlich wie im Maybach 62, auch mit Bildschirm, ja. Und natürlich nicht zu vergessen die Champagner-Kelche und dann natürlich die Flasche, die drin steckt. Die sind ebenfalls im Maybach 62 enthalten. Der einzige Unterschied ist, dass auf dem Chefsessel, also hinten rechts, da, wie man sehen kann, ist kein Liegestuhl. Ja? Im Maybach 62 ist dort ein Liegestuhl und ist natürlich sehr, sehr bequem, wobei das hier natürlich auch schon, ja, das ist mehr als S-Klassenniveau. Aber wer es halt nochmal eine Nummer dekadenter mag und vielleicht, weiß ich nicht, 10 Stunden lang im Auto sitzt und noch mehr und dabei die Füße hochlegen möchte, der kann natürlich zur Maybach 62er Version greifen. Oder heute in der Pullman-Edition vielleicht sogar, denn die ist noch eine Nummer größer. Ja, hier nochmal von der Seite, die Konsole sieht auch sehr ansprechend aus im Licht. Also insgesamt wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Fahrzeug. Beide, wie gesagt, also sowohl der Maybach 62 als auch der Maybach 57 sind sehr, sehr schöne Fahrzeuge. Und mich würde interessieren, was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Habt ihr das auch? Würdet ihr euch das gerne holen? Interessiert mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke natürlich, teilt die Videos. Und gebt mir natürlich auch Feedback. Ich freue mich immer über Kommentare. Und wenn es einfach nur irgendeine aufmunternde Worte sind, ich freue mich auf jeden Fall darüber. In dem Sinne, kommt noch in meine Telegram-Gruppe, da kriegt ihr immer neue Updates zu Videos. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin und schaut natürlich auch noch alle anderen Videos an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Macht's gut. Ciao.